I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Oh! Built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. Hallo und herzlich willkommen im MoMaCamp-Kanal. Wir befinden uns bei Soma Caravaning Center Bremen. Ja, wir hatten das schon in der Vorankündigung euch gemeldet, dass wir den Centurion GI 1060 filmen wollen. Hier steht das schöne Stück. Ja, ich würde sagen, wir haben eine Menge zu erzählen. Ihr habt eine Menge zu sehen. Lass uns mal von außen anfangen. Ich würde die Tür jetzt erstmal so machen. Fangen wir erstmal mit den Stauklappen an. Die Besonderheit erstmal bei dem Fahrzeug ist, dass es keine Griffmulden in dem Sinne gibt, sondern man tippt diesen kleinen Schalter hier und man verriegelt damit oder entriegelt damit die einzelnen Klappen. Ja, hier unter sind die einzelnen, es sind so zahlreiche Systeme, die wir hier alle gar nicht im Detail zeigen können. Ich würde deswegen nur ein paar wichtigsten Details einmal zeigen wollen. Erstmal das riesengroße Staufach, was komplett einmal über die gesamte Fahrzeugbreite geht, so dass ihr sehen könnt, was man alles ablegen kann. Klappen lassen wir dann erstmal auf. Auch hier Taste drücken. Und hier geht es dann weiter mit weiteren Stauraum und rechts auch für Duschwasser und ähnliches Absperrhähne. Weiterer Stauraum und ihr seht, Stauraum ist in Hülle und Fülle vorhanden. Hier haben wir das schon mal geöffnet. Das ist ein Einblick in die Heckgarage, in der der Fiat 500 stehen kann. Zukünftig, wenn ihr das Fahrzeug haben wollt. Das Fahrzeug wird, oder das Heck wird dann hochgefahren. Das zeigen wir euch auch gleich nochmal. Dann werden Rampen ausgezogen. Die Rampen sieht man hier unten. Und das Fahrzeug wird mittels Seilwinde, die liegt hier. Hier wird das Fahrzeug eingehakt und wird dann mittels Seilwinde in das Fahrzeug hineingezogen. Also man fährt nicht ins Fahrzeug, sondern man zieht das Fahrzeug, den Fiat 500, in das Fahrzeug hinein. Ja, wie die Heckklappe auf und zu geht, würden wir euch gleich nochmal im separaten Video zeigen. Das würden wir dann nochmal extra filmen, dass ihr sehen könnt, wie das aufgeklappt wird und wie das zugeklappt wird, damit ihr einen besseren Eindruck davon gewinnen könnt. Hier kann man schon sehen, das ist diese Heckpartie, die hört dann hier oben auf und diese Heckpartie wird dann komplett bis hier unten ein Stück vorgehoben und nach oben gefahren. Man kann sehen, der Heckflügel mit LED-Lichtband, der Centurion-Schriftzug, Concorde-Schriftzug, eingefasst hier in das Schwarze mit der dritten Bremsleuchte. Ist halt ein Riesenfahrzeug und ich finde, gerade Concorde hat das wirklich super hinbekommen, diese Optik auch so zu gestalten vom Schriftzug hier unten und die Auslagerung des Schriftzuges nach oben gefällt mir sehr gut. Dann LED-Lichtbänder im Heckbereich, das sieht man hier. Dann ist hier nochmal auf der anderen Seite Zugriff zur Heckgarage oder kann man auch Tiefgarage sagen. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr so ein Fahrzeug habt. Heißt das bei euch Garage, Heckgarage oder wie bezeichnet ihr das? Das würde mich mal interessieren. Der Auslauskamin für die alte Warmwasserheizung. Hier ist die gesamte Steuerung für Frischwasser, Abwasser, Grautank und ähnliches untergebracht. Man kann das auch so in witzigen Details sehen hier. Abwasserspülung, dann gibt es hier
Spülung Fäkalientank. Jetzt müsste es noch einen dritten geben, da ist er. Befüllung Frischwassertank. Und diverse alle Einstellmöglichkeiten für das Wassersystem. Hier befindet sich das Abwasserablasssystem, die alte Warmwasserheizung direkt dahinter, alte Flow, das heißt wie so ein Wasserspeicher, dass man länger warmes Wasser zur Verfügung hat. Und man sieht hier auch wirklich die einzelnen Sensoriken für das Frischwasser- und Abwassertanksystem. Dann gibt es hier noch eine Außendusche. Hier ist sie befestigt. Zieht man dann hier raus und kann dann sie auch für hier draußen verwenden. Warm und kalt natürlich. Dann hier das elektronische Apartment, sage ich jetzt einfach mal, die elektronischen Steuerungen und ähnliches. Und auch mit Außenstromsteckdose, die geht hier unten durch. Man kann das hier unten sehen. Man lässt das dann durchs Fahrzeug herunter ab und kann dann das Fahrzeug an die externe Stromquelle anschließen. Dann war das hier. Und hier ist nochmal der Stauraumzugang komplett über das Fahrzeug, über die Fahrzeugbreite. Das hatte ich ja schon mal gezeigt. Ja, kommen wir zum nächsten Highlight. Wir gehen mal in das Fahrzeug. Bei Concorde die Zugänge in der Liner-Klasse geht über dieses Touchpad, individuellen Safe-Code für das Fahrzeug, so dass man das Fahrzeug auch nur damit entriegeln kann. Kann man sich individuell festlegen. Kommen wir erstmal zur Aufbautür. Man sieht, das ist wirklich eine schöne breite Aufbautür mit den Concorde und Centurion Schriftzug hier eingenäht und hier in der Holzapplikation. Was mir noch sehr gut gefällt beim Einstieg, ist das ausgefräste, ausgestanzte, ausgebrannte, ja, was auch immer, Concorde-Schriftzug. 3 Trittstufen. Trittstufe so. Einfahren geht so. Und verschwindet dann auch wirklich komplett im Fahrzeug. Gibt es nochmal Bestätigungston, dass die eingefahren ist. Und ich fahre sie jetzt nochmal aus. Und dann kann man auch sehen, die 3 Trittstufen fahren dann aus. Bei der Fahrzeughöhe benötigt man das auch, weil ansonsten hat man auch keine Chance, in das Fahrzeug zu kommen ohne Leiter. Ja, gehen wir mal in das Fahrzeug. Würde ich erstmal im Heckbereich anfangen. Gehen wir mal zum Schlafbereich. Gehst du ruhig mal vor. Ja, die Besonderheit hier im Schlafbereich ist das leicht schräg verbaute Queensbett. Wir haben auch diverse Einstellmöglichkeiten hinten am Ende Kopfteil über das Touchpad und auch viele weitere Stauraum in den Schränken hinter den Schränken, also in den Schränken. Man kann auch sehen, wie groß die Schränke sind. Dann hier neben dem Bett auch nochmal 230 Volt Steckdose und USB-Ladestelle. Und auch hier wirklich massig Platz, um Sachen zu verstauen. Und auch hier nochmal wirklich ein riesengroßer Kleiderschrank. Lässt keine Wünsche offen. Dann haben wir hier unten das Touchpanel noch für die einzelnen Lichtsteuerungen, was man einstellen kann. Und dann kann man sich individuell seine Farbgebung und Lichtgestaltung hier im Schlafbereich selbst gestalten. Dann hier rückseitig der separate Fernseher für den Schlafbereich, auch nochmal einstellbar. Man sieht es hier, auch hier nochmal Touchpanel für die einzelnen Lichtgeschichten. Hier nochmal Fernsehschrank, dass man auch Fernbedienung und ähnliches hier unterbringen kann. Hier ebenfalls nochmal. Dann hier im Bereich, auch mit indirekter Beleuchtung, noch ein weiterer Stauraum mit indirekter Beleuchtung. LED-Bildband ist hintergründig verbaut. Man kann das gut sehen.
Dann kommen wir hier weiter. Hier nochmal ein Fach und man sieht auch wirklich, da passt mein ganzer Arm rein, wie viel Stauraum das Fahrzeug hat. Schubladen einzeln belastbar mit 25 Kilo. Wäscheabteil, kann man seine Wäsche auch sortieren. Dann würde ich jetzt hier weitergehen. Kommen wir am besten mal lieber raus. Ein weiterer Kleiderschrank, auch der in der Höhe frei gestaltet werden kann durch dieses Einlegebrett und kleine Nupsis an der Seite, dass man sich individuell seine Höhe da einstellen kann, wie man sie haben möchte. Dann kommen wir hier zum Auszug. Auch nochmal ein Garderobenauszug. Der ist belastbar mit 30 Kilo. Und damit man seine Privatsphäre im hinteren Bereich hat, gibt es hier auch nochmal eine separate Schiebetür. Sehr leichtgängig auf Schienen läuft. Dann hier unter nochmal zusätzlicher Stauraum für Schuhe und ähnliches. Und dann befinden wir uns auch schon im Toilettenbereich. Hier eine Besonderheit, die Handtuchheizung. Nicht diese Körper hier werden beheizt, sondern rückwendig hier diese Fläche wird beheizt, sodass, wenn man seine Handtücher hier rüber hängt, dass sie dann problemlos trocknen. Hier oben nochmal, auch hier wirklich nochmal mitgedacht. Stauraummangel gibt es hier in dem Fahrzeug überhaupt nicht. Dann hier die feste Toilette, Keramiktoilette mit Luftabsaugung, Spülkasten, Zerkleinerung und ähnliches ist alles vorhanden in dem Fahrzeug. Die Steuerung für die Dometic ist dann hier unten nochmal seitig verbaut. Oberhalb des Waschbeckens zweiflügiger Schrank mit Spiegel innen und außen. Auch hier nochmal großzügig Platz. Wir haben hier den Einarmwischer, zwei Zahnputzbecher und den Seifenspender und auch hier nochmal Touchpanels für die einzelnen Lichtsteuerungen. Kann man das sich dann individuell einstellen. Hier nochmal ein weiterer Schrank, wo man nochmal was ablegen kann. Unterhalb des Waschbeckens Auszüge. Auch diese sind mit 25 Kilo belastbar. Alle Schubladen, wie gesagt, auch mit Softclose. Ja, die separate Dusche. Hier ist eine Transportsicherung. Das heißt, einmal anheben und schon kann man sich hier reinstellen. Die Brause, also ich bin jetzt 1,72 groß. Man kann hier problemlos stehen, hantieren und ähnliches machen. Was mir sehr schön gefällt, erstmal diese Fliesenoptik hier und auf beiden Seiten und auf der Rückwand. Hier nochmal Ablage für Duschgel und ähnliches. Einarmmischer. Also man kann hier problemlos stehen und sich problemlos auch abduschen. Hier ist genug Platz vorhanden. Was hier noch zu erwähnen gibt, ist die Regendusche. Diese Stange kann man hier rausnehmen. Das ist jetzt nur, wenn man sie individuell benötigt. Beim Duschvorgang würde ich die dann rausnehmen. Macht auch Sinn. Und man kann hier Sachen aufhängen zum Trocknen. Machen wir auch die Transportsicherung gleich mal wieder rein. Kommen wir noch zum Teil der Küche jetzt. Wir haben hier Auszüge. Sind auch nur von der Seite beladbar. Magst du noch mal von der anderen Seite filmen, dass die Leute das auch sehen? Also man kann das hier sehen, die Schubladen haben hinten eine Rückwand. Das ist dann auch wirklich darauf ausgerichtet, wenn man im Küchenbereich steht, aha, ich brauche was oder ich brauche hier draus was, dass man dann Zugriff drauf hat. Dann hier unterhalb Schublade. Sind wirklich reichlich Schubladen. Ja, dann würde ich noch mal weiter hier oben fortfahren. Hier oberhalb des Backofens, oder ich nenne ihn immer den Pizzabackofen, noch mal einen Stauraum. Wir haben hier den, der war ja so zu öffnen, hier für schnellere Geschichten, Brötchen aufbacken mal oder eine Pizza aufbacken oder ähnliches, lässt gut möglich.
Aber auch Aufläufe gelingen in dem Ofen super. Separates Eisfach. Man kann es auch sehen, beidseitig öffnbar. Und das Gelbe gilt nochmal für den Dometic-Kühlschrank. Auch dieser ist von beiden Seiten zu öffnen. Ja, um sich ein bisschen abgrenzen zu können, würde ich gerne noch die Schiebetür zeigen. Ich muss gucken, ob die noch gesichert ist. Nein. Die zieht man dann einfach hier vor. Und dass, wenn jemand duscht oder auch schlafen geht oder ähnliches oder auf Toilette sitzt, kann man sich hier dann seine Privatsphäre schaffen. So kann man sich dann nochmal abgrenzen. Oberhalb hier im Duschbereich nochmal ein aufstellfähiges Fenster. Durch die Anzahl der Klimaanlagen, wir sind nämlich 2 Klimaanlagen verbaut, bekommt man das Fahrzeug natürlich schon extrem schnell trocken, wenn Feuchtigkeit drin ist, aber nichtsdestotrotz mal ein Fenster zu öffnen ist auch nicht verkehrt. Jetzt können wir nochmal, drehst du dich mal um, die Silhouette von der Beleuchtung für das Schlafzimmer einmal zeigen. Oben mit der Hintergrundbeleuchtung unter der Dachamplikation und die eigene Klimaanlage für den Schlafbereich, die dort oben verbaut ist. Und im unteren Bereich des Schlafzimmers kann man auch noch mal sehr gut sehen, die indirekte Beleuchtung unterhalb des Bettes. Kommen wir mal zur Küche. Ich zeige erstmal den Stauraum, der hier auch hier vorhanden ist. Wir haben hier nochmal einen Einzelschrank außen. Dann haben wir hier oben nochmal 2 große Schränke, die zum Küchenbereich jetzt direkt gehören. Und auch loses Material oder ähnliches lässt sich hier drinnen verstauen. Haben wir noch 2 Ablagefächer. Ja, dann gibt es die ersten Gimmicks, die ich euch zeigen möchte. Das ist einmal die Steckdosenleiste, die man hier auszieht. Kommt man auch nicht so einfach drauf. Wenn man es nicht mehr benötigt, schiebt man das runter. Dann, wenn man Kaffee trinken will, drückt man hier den Schalter. Kann man ja eigentlich loslassen? Ja. Und dann kann man eine Kapselmaschine dort integrieren, die dann mit in den Schrank hineinfährt. Ist auch eine super Geschichte. Ja, muss man ja mal gesehen haben. Dann unterhalb nochmal der Auszug mit dem Mülltrennsystem und nochmal für Geschirrhandtücher, damit die hier nicht so durchs Fahrzeug flattern und ähnliches, kann man sie hier drin aufhängen. Hier unterhalb befindet sich ein weiterer Auszug. Oh, das sollte man natürlich zumachen. Der von dieser Seite her erreichbar ist. Wir haben hier ein Gaszerranfeld und die Abzugshaube befindet sich hier rückseitig am Zerranfeld. Was sehr schönes Dekor ist, so Marmoroptik ist die Arbeitsplatte hier. Wir haben hier große Abwaschspüle, einmal zum Abtrocknen und ähnliches. Auch diese Bretter sind sehr massiv, kann man wahrscheinlich auch als Schneidbrett dann benutzen. Dann hier der Einarmwischer, den man frei bedienen kann, hier durch dieses Touch-Ding oder die Touch-Tasten kann man dann sehr gut abspülen. Na. Einarmbedienung hier und auf- und schließbar von dem Ablauf. Dann unterhalb des Herdes hier nochmal ein riesengroßer Besteckkasten und ein weiterer Clou. Abwaschen muss man in diesem Fahrzeug auch nicht. Wir haben einen sehr schönen großen Geschirrspüler, der auch sehr viel Material aufnimmt, trocknet und ähnliches. Dann braucht man das Geschirr nur noch wegräumen. Hier nochmal eine weitere Ablagemöglichkeit. Die Schubladen sind ebenfalls mit 25 Kilo belastbar. Ja, das zum Küchenbereich. Dann würde ich euch gerne die Hauptsteuereinheit des Wohnmobils zeigen. Hier sind diverse Einstellmöglichkeiten mit möglich. TV schlafen im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, Sattantenne, Gasalarm, die Wasserpumpe, die Dieselheizung, dann Hubbett auf und ab. Wir können hier die Ansichten wechseln. Wir können ja die einzelnen Ansichten mal durchgehen. Dann die Solaranlage. Hier sind 800 Ampere-Stunden Lithium-Akkus verbaut, was das Fahrzeug autark macht mit der Solaranlage.
sodass ihr eigentlich gar keinen, oder dass ihr gar keinen 230 Volt Landstrom mehr benötigt. Dann hier nochmal Lichtsystem. Hier kann man das gesamte Lichtsystem ausschalten. Hier kann man das gesamte Lichtsystem einschalten und individuell einzeln für die Bereiche. Dann ist hier die Steuerung für Heizung und Klimatisierung möglich und Einstellvarianten für die Uhr und ähnliches, also Einstellungsmöglichkeiten. Dann haben wir hier die alte Warmwasserheizung. Na, will jetzt nicht. Naja, auf jeden Fall lässt sie sich, vielleicht muss ich die über das Hauptdisplay einschalten. Und so lässt sich halt hier automatisch alles einstellen von dieser Steuereinheit, wo wir jetzt vorstehen. Wir haben hier die Hubstützen, das Nivellierungssystem, wie das Fahrzeug ausgerichtet werden kann, soll, möchte. Wenn wir einen weiteren Schrank öffnen, kommen wir in den Technikbereich direkt dahinter, wo die einzelnen Steuergeräte und ähnliches verbaut sind. Dann sieht man ja hier schon im Einstiegsbereich, das sind so die Einstellmöglichkeiten für die Trittstufe und für das Lichtsystem. Das ist dasselbe Touchpad, was nach unten verbaut ist, was man erreichen kann, wenn man vor dem Fahrzeug steht, so dass man alle Systeme sowohl von unten bedienen kann, als auch von im Fahrzeug aus. Hier oben haben wir noch eine weitere Ablagemöglichkeit. Auch hier nochmal die schöne Dekorleiste, die hier verbaut ist. Dann in dem Weinarchiv, sage ich jetzt mal so, hat man seine einzelnen Gläser mit Concorde-Schriftzug und ähnliches, dass man seinen Wein und Säckchen hier auch trinken kann und die Gläser immer parat hat. Ja, würde ich jetzt hier so fortlaufend rumlaufen. Hier oberhalb der Sitzgruppe auch nochmal ein schöner mit Klavierlack, sage ich jetzt mal, überzogener Schrank. Passt auch ganz gut zum Dekor hier. Wir haben hier auch nochmal, ja, wie sagt man, Jalousien, die man individuell mal machen kann, um leicht Sonneneinstrahlung zu reduzieren. Aber nichtsdestotrotz haben die Fenster auch eine Verdunklungsmöglichkeit und auch ein Fliegenschutzgitter. Ja, kommen wir zum Sitzbereich. Wollen wir erst das Hubbett machen? Ja, ne? Machen wir erstmal das Hubbett. Auf der Fahrzeuggröße ist hier ebenfalls noch ein Hubbett verbaut, sodass hier 4 Personen problemlos schlafen können. Dazu müssen wir die Sitze einmal vorklappen, das haben wir schon gemacht. Dann müssen wir hier ans Panel gehen. Jetzt hoffe ich, dass ich das so schnell wiederfinde, wie es vorhin war. Genau, das ist die Hubbett-Einstellmöglichkeit. Jetzt würdest du einmal das Hubbett filmen, ich würde in die Taste drücken. Wichtig ist halt, dass Fahrer- und Beifahrersitz gekippt sind. Ist ja bei dem Fahrzeug kein Problem, weil die Sitzbank und der Einzelsitz hier ja noch gegeben ist, dass man auch noch sitzen kann, wenn das Bett heruntergefahren ist. Genau, ich würde es jetzt nicht weiter runterfahren, aber so bietet das Fahrzeug dann auch nochmal eine riesen Schlafläche dort. Man sieht es hier hinter diesen Klappen, die haben wir schon bereits aufgeklappt, ist nochmal ein Vorhang, der hier komplett über die gesamte Fahrzeugbreite einmal die Möglichkeit bietet, sich so ein bisschen Privatsphäre zu schaffen, wenn jemand im Hubbett schläft. Oberhalb des Hubbettes haben wir nochmal ein aufstellfähiges Fenster mit Verdunklungsrelais und Fliegenschutzgitter, so dass man da auch wirklich nochmal Luft sich selbst zuführen kann. Oberhalb der Sitzgruppe nochmal ein großes Dachfenster. Das müsste man dann hier dann aufmachen. Achso, andersrum. Nee, andersrum. Genau, andersrum. Und ihr könnt sehen, das kann man da wirklich so problemlos auch mal auffahren. Wir können das ja mal ganz aufklappen, dann kannst du noch mal rausfilmen. Ich weiß nicht, ob man da die Solaranlagen sehen kann. Kann man die Platten da sehen? Ah, okay, ist doch die Höhe. Aber dazu werden wir noch mal gleich die Drohne noch mal rausholen für euch und das Fahrzeug noch mal von oben filmen. Oberhalb der Sitzgruppe, ich setze mich jetzt mal auf dem Einzelsitz hier, auch der Tisch hier, hier gibt es noch eine Erweiterungsmöglichkeit, hier kann man herausziehen. Also der Sitz ist jetzt hier mit Anschnallgurt und ähnliches. Das heißt, hier kann man auch wirklich genial sitzen. Dann haben wir hier unterhalb, hier nochmal USB-Lademöglichkeit, 230 Volt Steckdosen. Man kann das hier sehr gut sehen.
Hier ist ja eine alte Warmwasserheizung verbaut, wie es zu Hause ist mit Heizkörper mit Wasser. Die sind hier hinter verbaut, sodass dann hier die indirekte Luft über den Fußboden, die Fußbodenheizung und auch an den Seiten aufsteigen kann. Hier nochmal eine Ablagemöglichkeit während der Fahrt für den dritten Mitfahrer sozusagen, dass der sich auch nochmal Getränke und ähnliches hier hinstellen kann. Ja, dann würde ich das Hoopband einmal wieder hochfahren. So, würde ich noch einmal jetzt zum Fahrerbereich kommen. Also auch hier diverse Einstellmöglichkeiten. Das Schiebefenster auf dieser Seite, damit auch die McDrive-Bestellung bei McDonald's fristgerecht rausgehen kann. Dann hier auch nochmal eine Fernbedienung für das Auf- und Absenken, fürs Luftfahrwerk, für das Fahrzeug. Ja, Actros, Mercedes, das hatten wir ja bereits schon gesagt in der Vorankündigung. Allen möglichen Schnickschnack, was das betrifft, ist dort vorhanden. Würde ich dann mehr zu den technischen oder in den technischen Details eingehen. Wir haben hier das Garmin Navigationssystem, was man hier rausnehmen kann. Einfach nur magnetisch wieder angeheftet werden kann, wo das Soundsystem und ähnliches drüber gesteuert wird. USB-Lademöglichkeit, USB-C. Hier auf beiden, dann nochmal ein kleiner Cupholder für die Kaffeetasse und ähnliches. Dann haben wir hier die Markise, die wir hier vorne schließen können zum Verdunkeln. Auch stufenlos, so dass man individuell entscheiden kann, wie weit man verdunkeln möchte. Und das ist wirklich ein richtiger Rollladen, der senkt sich auch ab. Schon ein witziges Detail, aber auch im Liner zu erwarten, dass das verbaut ist. Wollte ich euch auf jeden Fall einmal zeigen wollen. Dann lässt sich von dieser Seite auch nochmal das Fenster für die Beifahrerseite öffnen. Und man kann das auch wirklich sehen, wenn ich das mit der anderen Seite nochmal zusammen mache. Alleine dass man diese beiden Fenster öffnet, bringt schon wirklich viel Luft in das Fahrzeug. Die Rückfahrkamera ist hier links verbaut im Display, können wir jetzt leider nicht zeigen. Und das Display halt von der Zugmaschine ebenfalls hier vorne. Ja, gut, würde ich noch mal die Sitzgruppe zeigen wollen. Wir haben hier eine Einzelsitzgruppe. Jetzt muss ich mal gucken, welcher das war. Der war das, ne? Hier ist nämlich noch ein Fach drunter. Hier ebenfalls nochmal. Und hier kann man sich ein bisschen einen kleinen Liegeplatz schaffen. Den Sitz kann man natürlich dann nach vorne machen oder auch drehen. Und man kann es sich hier wirklich, hier gibt es nochmal ein zusätzliches Einliegeteil, kann man sich das gemütlich machen. Ja, Dreier-Sitzgruppe, wenn ich mir überlege, Fahrersitz, Beifahrersitz 2, 3, 4, 5, 6, ein Stühlchen vielleicht noch dahin stellen, dann kann man auch problemlos mit 7 Personen hier ein kleines Säckchen trinken oder ähnliches machen. Das ist gut möglich. Ja, jetzt überlegt man, alles haben wir gezeigt, nur der Fernseher fehlt für den Sitzbereich. Das funktioniert hierüber über diese Steuerung hier. Einmal die Taste drücken und der Fernseher fährt komplett hinten aus der Schrankzeile. Und so kann man dann individuell den Fernseher auch noch leicht einstellen und hat dann ein super Fernseherlebnis und kann sich dann auch wirklich das gut gehen lassen.
Und auch hier sieht man nochmal, dass man ein Rollo hat hier. Fenster sind wie gesagt alle aufstellfähig. Was mich nochmal interessiert, ob das Fenster auch alleine aufsteht. Ja. Also auch wirklich ein massives, schweres Fenster. Man muss auf den kleinen Knopf hier drücken. Ansonsten funktioniert das nicht. Ja, würde ich jetzt einfach mal, die technischen Daten sind schon sehr umfangreich. Ich hoffe, ich langweile euch damit nicht, aber die technischen Daten sind halt wichtig. Und ich denke, in dem Zuge, wenn wir die technischen Daten einmal vortragen, öffnen wir mal die Heckgarage und schließen die Heckgarage einfach mal, sodass ihr einen Eindruck davon bekommt, was das Fahrzeug alles hat. Ja, dann wollte ich noch mal die Tischerweiterung zeigen. Auch ein witziges Detail. Man zieht das hier raus und dann denke ich so, hä, was macht man? Man hebt das leicht an und schiebt es dagegen. Und schon hat man einen super schönen großen Tisch. Ha, wusste ich auch nicht. Jetzt möchten wir euch zeigen, wie man den PKW in die Heckgarage bekommt. Dazu müssen wir einmal den Heckbereich öffnen. Das zeige ich euch jetzt einfach mal hier. Dazu drücken wir hier auf diese Taste und fahren die Heckgarage auf. Und man sieht es, wenn der Motor nicht mehr weiterläuft, befindet sich der Auszug des Heckbereichs in der Endposition. Und man kann auch wirklich sehen, ich hatte ja vorhin eingangs des Videos schon mal gesagt, die gesamte Heckpartie wird hier angehoben und verbleibt dann in dieser Position. Dann würde man die Rampen hier unternehmen, die hier unterliegen, hinter das Fahrzeug legen, die Seilwinde einhängen in das Fahrzeug und das Fahrzeug wird dann mittels Seilwinde in das Wohnmobil gezogen. Ja, dann möchte ich euch noch mal die Besonderheit auch vom Concorde zeigen, was es so auch noch nicht lange gibt. Viele Liner, da hapert es dabei, dass wenn sie einen PKW transportieren, dass PKW und Fahrräder fast unmöglich sind oder irgendwelche individuellen Lösungen gefunden werden mussten. Concorde hat jetzt die Lösung dafür gefunden. Das Einzige, was man hier machen muss, ist, dass man von dem Fahrrad den Lenker löst und querstellt. Und man bekommt dann auch zwei Fahrräder in das Fahrzeug, wenn ein PKW mitgenommen wird. Ist auch ein wichtiges Detail, hat nicht jeder. Concorde bietet diese Lösung aber jetzt. Und nun machen wir die Heckgarage wieder zu. Bis dann! Kommen wir zu den technischen Daten des Concorde Centurion 1060 GI. Wir haben hier eine Länge von 10,76 Meter, eine Breite von 2,48 Meter und eine Höhe von 3,78 Meter. Technisches zulässiges Gesamtgewicht 15.000 Kilo. Motorisierung MB Atego 1530L, 7,7 Liter, 220 kW, 299 PS. Anzahl der erlaubten Personen inklusive Fahrer sind 4, Schlafplätze ebenfalls 4. Das King-Size-Bett hat 2 Meter x 1,80 Meter, das Hubbett 2 Meter x 1,35 Meter. Hier in dem Fahrzeug wurden verbaut Anhängerkupplung, hydraulische Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung, dann Leichtmetallfelgen 7,5 x 19,5 Zoll, Alcur Dura Bright mit Serienbereifung, Luxusfahrerhaus, Schwingsitze mit Klimafunktion und Sitzheizung, dann Echtglasfenster und Seitenwandbeplankung mit Einscheibensicherheitsglas und Tönung Primacy Black. Dann haben wir Hubbett mit elektrischer Betätigung, Unterfederung anstelle von Frontoberschränken. Dann haben wir die Bar-Version mit verstellbaren Einzelsitz, 4-Personen-Zulassung, Gas-Ceran-Kochfeld, 4-flammig mit Automatikzündung, Geschirrspülmaschine mit Küchenunterschrank, Bird View 4-Kamera-Rundumsichtssystem mit 4 Zoll Monitor. Dann haben wir hier für die Autarkie eine High-Power-Solaranlage mit 480 Watt Maximalleistung. Dann das Electric
Elektroleistungspaket Lithium XXL. Diese umfasst 4 Lithium-Batterien, 24 Volt, 20.000 Wh, 800 Ampere-Stunden, Entschuldigung, Nennleistung. Lade- und Wechselrichterkombination 100 Ampere von 24 auf 230 Volt, 7000 Watt Spitzen und 3500 Watt Dauerleistung im Nennmangelausgleich. Satelliten-TV-Anlage mit Full HD LED Smart TV 40 Zoll im Sitzbereich, Full HD LED Smart TV 32 Zoll im Schlafzimmer, LTE WLAN-Router, Navigationssystem mit Reisemobilsoftware, High-End-Soundsystem beim Hubbett, fahrzeugakustisch und fahrzeugspezifisch eingemessen, 3-Wege-Soundsystem, Fahrerhaus, zweimal Softdome, Hochtöner, zweimal Mitteltöner, zweimal Tieftöner. Dann High-End, 3-Wege-TV-Soundsystem, Heckschlafraum, zweimal Softdome, Hochtöner, zweimal Mitteltöner, zweimal Tieftöner, digitaler 5-Kanal DSP-Verstärker und digitaler Prozessor für Klangoptimierung, LED, Flachbildschirm. Dann Gasalarm zur Wohn- und Schlafraumüberwachung, Gastank 120 Liter. Wir haben eine Dachklima für Wohnraum 2200 Watt, dann Dachklima für Schlafraum 2200 Watt. Aldeflow 6 Liter Warmwasserzusatzboiler, Wasserfiltersystem Carawater Filter Dock L, Spülvorrichtung Abwassertank, Wohnraum, Teppich, Läufer dreiteilig, herausnehmbar Farbe Creme. Das Fahrzeug hat einen unverbindlichen Preis aktuell von 703.555 Euro. Es gibt hier gerade eine Rabattaktion. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo wir dieses Video hier erstellt haben, das ist halt ohne Gewähr. Statt 703.555 Euro sparen Sie jetzt 103.000 Euro 755 Euro. Und das Fahrzeug hat jetzt einen Preis von 599.800 Euro. Da würde ich zu meinem persönlichen Fazit kommen. Kommen wir zu unserem persönlichen Fazit vom Centurion GI 1060. Ja, absolute Luxusklasse, was wir hier eben erleben durften. Ich hoffe, ihr konntet das in dem Video auch so gut sehen, wie wir es jetzt gesehen haben hier. Das Fahrzeug lässt alleine vom Stauraum her 0 Wünsche offen. Küchenzeile mit Geschirrspüler, mit Abzugshaube nach unten. Gaszerranfeld lässt da keine Wünsche offen. Im Schlafbereich die separate Klimaanlage und im Frontbereich die zusätzliche Klimaanlage schaffen Abkühlung, auch wenn man wirklich im Süden steht mit dem Fahrzeug. Was besonders hervorzuheben ist bei diesem Fahrzeug hier, wie es ausgestattet ist, die 800 Ampere-Stunden Lithium-Akku, das Paket, was ja in der Heckgarage verbaut ist, in der Verbindung mit den über 400 Watt Solar auf dem Dach, lässt komplette Autarkie zu, so dass man eigentlich gar kein 230 Volt Bordnetz benötigt. Nichtsdestotrotz hat das Landstromanschluss das Fahrzeug, so dass man auch darauf zugreifen kann. Gerade im Winter ist das ja auch wichtig. Was noch sehr gut ist bei diesem Fahrzeug, ist der 120 Liter Gastank. Ich hatte ja eingangs gezeigt, dass es noch 2 11 Kilo Gasflaschen Tank außen gibt. Klar, den kann man natürlich entfallen lassen, wenn man sich das Fahrzeug bestellt. Und nur auf den 120 Liter Gastank zugreifen. Aber meine Erfahrung zeigt, für den Fall der Fälle, wenn man dann nochmal 22 Kilo Gas dabei hat, dann ist man bestens vorbereitet, auch für Wintercamping und ähnliches. Ja, Fahrzeug, Heckgarage für Fiat 500 ist das Fahrzeug hier konzipiert, schweres Wort, aber eigentlich nicht. Ja, gefällt mir sehr gut, dass Concorde endlich auch da eine Lösung gefunden hat, wie ich Fahrräder mitnehmen kann, wenn der PKW in der Heckgarage steht. Ja, rundherum gelungenes Fahrzeug. War ein sehr schönes Erlebnis, dass wir das Fahrzeug hier heute filmen durften. Ich hoffe, euch gefällt das Video genauso gut. Wenn euch das Fahrzeug interessiert, das Fahrzeug steht bei Soma Caravaning in Bremen. Das Team ist hier sehr kompetent, was Luxusliner betrifft und ähnliches. Können fachgerechte Fragen auch jederzeit beantwortet werden, mit einer eigenen Werkstatt dabei, sodass man individuelle Wünsche auch umgestalten kann. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr das Video abonniert, unseren Kanal abonniert, würde ich gerade sagen. Und wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Bis dahin, euer MoMA-Kanal.